Die absolute Sensation hier auf dem Caravansalon der Weinsberg Outlaw. Hier ist Stefan Buhr von Wohnwagen Vogt. Ja. Hättest du das gedacht, dass so etwas jemals auf den Markt kommt? Der Markt hat danach geschrien, die Leute wollten ihn haben und Simone hat gesagt, das ist mein Auto. Denn du hast eine Heckgarage, da kannst du alles reinmachen, da kannst du dein Surfbrett reinmachen, du bist ja leidenschaftliche Surferin, du machst Paragliding, du fliegst gerne, oder? Du bist, also surfen kann ich ja. Surfen kannst du. Ja. So, Surfbretter sind groß, wir werden dir das gleich mal zeigen hinten. Er heißt Outlaw, er hat einen, ich sag mal, einen elektrischen Softclose und die Leute stehen hier wirklich davor, gucken sich die Augen aus. Er ist riesengroß, hat ein super Hochdach. Ja, du hast eben gesagt, hätte ich mir das vorstellen können. Ich habe es gehofft seit Jahren, dass so ein Wagen kommt, weil die Frage ist immens für Fahrzeuge, wo man ein Motorrad mitnehmen kann. Und das Fahrzeug kommt super an auf dem Markt. Ja, ihr beide habt euch das Fahrzeug angeschaut. Ja, ihr seid total begeistert. Ja. Absolut. Warum? Weil die große Garage hinten ist. So Komm mal kurz mal mit, ja. Das ist doch Wahnsinn. Du guckst da hinten rein, du kannst quasi einen Umzug machen, oder? Ja, bei uns geht es um das, dass wir die Motorräder einpacken können. Guck dir das mal an. Ja. Hast du sowas schon mal gesehen? Ja. Nein, ein Traum. Und das Weinsberg, hast du das Preisschild gesehen? Der ist günstig. Nein, da habe ich noch nicht hingeschaut. Ja, da musst du auf jeden Fall mal hinschauen. Das klingt bayerisch oder Österreich? Österreich. Das ist aber wahrscheinlich an der Grenze seid ihr, oder? So ein bisschen? Nein, mitten, Steiermark. Steiermark. Graz oder wo kommt der her? Ja, in der Nähe In von der Nähe. Graz. So, Steins oder was? Nein, nördlich. Semmering. Semmering. Outlaw, das heißt, du Ja. fährst gerne Motorrad, ihr beide fahrt gerne Motorrad. Ja. Was fahrt ihr? BMW. Und die wird da reingehen? Beide müssen Platz haben da, ja. Ja, das heißt 600, 700 Kilo misst man dann, oder? Na, mehr, ja. Ungefähr, ja. was da 600 hast. mit dem Equipment. Stefan, guck mal gerade hier rein. Da vorne ist schon, ich sag mal, ist angedeutet, hier könnten Motorräder rein, hier kannst du alles reinmachen. Du hast die Technikboxen drin, hier könnte sogar ein Bett reingestellt werden. Eine Waschmaschine könntest du hier reinmachen, du könntest alles machen, ja. Fahrräder könntest du reinmachen. Wenn du dich mal gerade reinstellst, dass man die Größenverhältnisse mal sieht. So, wir werden den auch mal filmen für dich. Das ist wirklich Preis-Leistungs-Verhältnis das große Thema immer, oder? Meine Frau schaut gerade. Okay. Und, was steht drauf am Preis? Sag mal. Mit Sonderausstattung 71.000. 71, das geht doch noch, oder? Ja, So, das heißt, ihr könnt oben schlafen, ihr könnt die Motorräder rausholen. Es sieht toll aus in dem Silber auch, oder? Perfekt wäre, wenn das Bett noch zum Absenken wäre, damit man mehr Höhe hat. Na gut, ihr habt euch doch lieb, oder? Das heißt, Deswegen- kuscheln so ein bisschen. deswegen zu noch. Warte, ich zeige euch mal. Ihr seid jetzt Neucamper oder seid bereits, habt ihr schon ein Wohnmobil? Nee, Leihweise. leihweise. Und? Ja, das ist ein sehr großes Teil. Sag mal, Camping heißt aber auch, man muss sich ganz lieb haben. Ja? Das heißt Das also, machen man ist ja da auf kleinstem Raum die ganze Zeit zusammen. Das ist für euch kein Problem. Absolut Nein. kein Problem. Ihr macht denn Touren wahrscheinlich in den Bergen mit den Motorrädern? Ja, eher Rennstrecken. Rheinstrecken? Ja. Am Rhein? Rennstrecken. Du bist Rennfahrer? Warte, ich zeig Hobby. das mal gerade. Okay, cool. So, also da haben wir schon die Anwendung, oder Stefan? Ja, das ist das perfekte Beispiel, wie eben genannt. Es gibt viele Motocross-Fahrer, die das nutzen. Und wenn man jetzt so 2 BMW-Maschinen mitnimmt, dann sollte man unbedingt das Fahrzeug im Maxi-Chassis dann nehmen, dass wir auch eben genügend Zuladung haben. Wir verlassen dann zwar die 3,5 Tonnen, aber das ist trotzdem ein super kompaktes Fahrzeug, was überhaupt die Motorräder mitnehmen kann. 95 Liter Tankvolumen ist hier mit drin, 102 Liter Wassertank. Hier steht elektrisches Ablassventil, das ist auch ganz praktisch, du kannst einfach ablassen. Wenn du mal gerade von innen einfach mal reingehst und das Ganze mal zeigst, da ist nämlich eine Tür, so, die du wahrscheinlich auch öffnen kannst. Ja, nachdem man es wieder zugemacht von innen. So, da ist es, das heißt, du kannst sie aufmachen. Da ist es drin und hier vorne ist die ganze Elektrik mit drin. Ich habe es eben schon mal gezeigt. Wir gehen mal drum rum, zeigen das mal, machen vorher mal zu bitte, dass wir mal sehen im geschlossenen Zustand, wie das Fahrzeug aussieht. Weinsberg Outlaw. Und was ich toll finde, du könntest auch die Aufkleber abmachen, da wärst du noch mehr Stealth so ein bisschen, oder? Ja, das wird doch tatsächlich hier und da gemacht, dass du ganz inkognito unterwegs bist. So, und da ist Simone. Und jetzt sehen wir das Fahrzeug mal komplett mit geschlossener Tür. Auch ruhig mal zulassen, Simone, dass wir das mal sehen und das Ganze mal zeigen. Und ich zeige euch gleich mal die Preisliste, wie es hier ist. Die Leute fotografieren die Preislisten ab. Es ist eines der gefragtesten Modelle hier. Das Problem ist nur der Fiat Ducato 8 im Moment, oder? Ja, das ist sehr rar aktuell und wer die Chance hat, sowas zu kaufen, wer das sucht, der sollte die Chance auch nutzen.
71.948 Euro, Basispreis 57.910. Technische Daten, die wir hier haben. Wir haben eine Länge, warte, ich schau mal ganz kurz, die wir hier haben, von 6,36 Meter und die Höhe natürlich ganz wichtig, 2,82 Meter plus die Aufbauten. Das ist schon ein großes Geschoss, aber du kriegst natürlich unglaublich viel Platz und Stehhöhe. Wir gehen jetzt mal rein. Man erwartet ja dann, dass du drinnen gar keinen Platz mehr hast. Aber es kommt ganz anders. Es ist wirklich viel Platz drin. Und Head-Up-Display ist Option, die du hinterst. Hier hast du teilweise ein digitales Cockpit, also nicht das volldigitale. Der Preis muss natürlich auch noch bezahlbar bleiben. Und Simone, du magst es oben mal testen, Herr Spett? Du warst mal oben? Nee. Ich war damit beschäftigt, hier freizuhalten. Das ist unglaublich umlagert. Das ist total witzig. Du fängst an zu drehen, die Leute kommen alle her und die sagen dann, du hast den Wagen. Ich habe den seit 2 Jahren, 60.000 Kilometer schon damit gefahren. Ist wirklich toll. Ich habe ihn gekauft. Ich baue selber ein Feuerwehrauto zum Weltreisemobil um und weil das so lange gedauert hat, habe ich den so als Zwischenlösung gekauft und eigentlich ist das schon fast alles, was man braucht. Sag mal, für die Kohle kannst du noch nicht bauen, oder? Diesen hier auf keinen Fall. Auf keinen Fall, nein. Oder? Das ist das Ganze mit dem Konzept. Ich wollte hier jetzt mal reinschauen. Das Bad ist, glaube ich, jetzt neu. Bei mir ist nämlich noch ein Duschvorhang drin. Ich glaube, das ist hier jetzt nicht mehr der Fall. Das werden wir gleich mal sehen. Wir haben die Leiter mal eingehangen. Wir gehen mal ganz kurz nach oben rein. Wenn du ganz kurz Zeit hast, dann werde ich das mit dir mal zusammenschauen. Wie ist denn so das Klapperverhalten von dem Auto? Ist das gruselig? Das ist wirklich, alles quietscht, alles klappert. Wenn du dir da anguckst, gibt's. Oh, hier falle ich direkt von. Ja, hier drunter, das ist schon in 3 Teile geteilt bei mir, weil da Platz sein soll für einen ausziehbaren Fernseher. Und ich habe überall Filzdinger reingeklebt und Geht's sonst jetzt? was. Nein, es geht immer noch nicht. Geht auch nicht. Hier, dieses Ding quietscht gegen die Außenwand, seitdem ich den Wagen habe. Ich habe es mal reklamiert, aber da nimmt sich auch wirklich keiner was von an. Also das ist schlimm. Jetzt mal ehrlich, Preis-Leistungs-Verhältnis trotzdem. Preis-Leistungs-Verhältnis ist toll. Ich habe da so viel Material drin transportiert, schräg rein, eine 2,60 Meter Holzplatte für den Ausbau von dem anderen Fahrzeug. Das ist wirklich gut, aber es hat halt Vor- und Nachteile. Man könnte ja das Ganze ausbauen und noch ein bisschen anders behandeln. Ja, das ist ja, man müsste das so wie HRZ eben auseinanderbauen und verkleben und verleimen und nicht nur mit Spacksschrauben zusammenschrauben. Dann stand aber ein anderer Preis dran. Richtig, genau, ja, das ist halt der Punkt. Ist so. Die meisten fahren ja gar nicht so lang. Also das heißt, die benutzen das Fahrzeug vielleicht ein paar, ich sag mal, Wochen im Monat. Du bist oft unterwegs, oder? Ich lebe da drin fast. Und also ich habe jetzt knapp 58.800 Kilometer hatte ich die Tage auf der Uhr, heute Morgen oder so. Ist so. Da ist jeder auch natürlich unterschiedlich empfindlich, muss man sagen. Ja, das ist so eine Sache. Der eine sagt dann, geht gar nicht. Der andere sagt, es ist so. Aber er war jetzt mal ehrlich. Dürfen das die Leute bei dir als Händler? Dürfen die zu dir kommen und sagen, gequietscht? Ja, natürlich. Dafür sind wir ja auch da, ne? Ja, man kann ja auch ein bisschen, ich sag mal, das wunderbare WD-40 benutzen und einfach an alle Möbel sprühen. Nee, das geht nicht, oder? Nee, das funktioniert natürlich nicht. Das sind ja Möbel, das ist ja alles. Ein Scherz. Ich denke schon. So, ich guck mal gerade. Simone, wie ist es? Geh mal ganz durch, bitte, dass man das mal sieht. Und leg dich mal quer hinten rein. Quer. Ja, mach mal quer, dass man das mal sieht. Das heißt, du würdest jetzt mit allen Freundinnen aus der Abi-Feier, ihr hättet abends was getrunken, du könntest hier mit 5 Mädels, würde gehen. Fenster, Staufächer auf der Seite drauf, hier hast du Fenster mit drin und hier oben hast du dann noch, es ist geil, weißt du, wie ist denn das Klapperverhalten? Eher so, fürchterlich. So. Vielleicht hat es sich ja verbessert. Ich habe ja einen der allerersten von den Fahrzeugen. Es kann sogar sein, du hast einen Prototyp. Also das ist möglich. Prototyp nicht, aber ich habe wirklich den gekauft. Ich bin damals zur Messe gekommen und bin nur um das Fahrzeug rumgeschlichen. Das war der einzige Wagen, der mich interessiert hat. Und letztendlich ist es ja dann auch geworden. Letztendlich ist es geworden. Die ist auch exakt so, wie du sie hast, die Küche, wie sie hier steht? Nee, das ist alles moderner geworden. Das ist weder die gleiche Ausstattung, ich habe also wirklich andere Komponenten da drin. Wir werden eins mal machen, wenn der da ist bei dir, Stefan, werden wir mal ausprobieren, ob der immer noch so klappert. Aber im Moment muss ich sagen, das sind alles hier also im Moment kann ich es noch nicht sehen, der ist aber auch noch niegelnagelneu. So, Vorsicht, bring dich nicht um. Ja. Jetzt geht's wieder. Ist da so ein kleines bisschen tight. Wir gucken jetzt mal ins Klo rein, damit du mal befriedigt wirst, was da drin ist. Und wir machen nächste Woche eine kleine Expedition mit dem Wagen, fahren ein bisschen Offroad. Ja, vielleicht mal so in die, ich sag mal, ganz große Rüttelpiste. Das ist jetzt ein Frontantrieb, was war's? Genau, ja. Auch ich habe den mit 160 PS und Automatik und ich will jetzt in diesem Monat nach Cabo Delgado, nach Spanien damit runter.
Du siehst aber ein, wenn das Auto jetzt 2 Jahre alt ist, es könnte sich was verbessert haben, oder? Ja, klar. Aber es ist immer noch ein Duschvorhang drin. Also ich hatte gedacht, dass vielleicht da jetzt mittlerweile mal so Wände drin sind, wo das Wasser einfach gerade runterläuft. Aber hier ist immer noch der klippbare Duschvorhang. Wobei ich sagen muss, Dusche und Toilette wird sowieso überbewertet. Das ist das, was man am allerwenigsten braucht. Ist so, oder, Stefan? Seltener am Tag, oder? Kommt drauf an, ne? Was die Frau sagt dazu. Es sei denn, du hast irgendwie Durchfall oder Dünnpfiff, dann ist das vielleicht ein bisschen länger. Nein, es ist praktisch, wenn man morgens aufsteht, dass man sagt, ich muss nicht irgendwo rüberschleichen oder ins Gebüsch oder auf dem Campingplatz oder sonst wohin. Wobei ich sagen muss, ich habe in den 2 Jahren 2-mal eine Nacht auf dem Campingplatz verbracht, sonst immer freigestanden bisher. So, ein ganz begeisterter Fahrer, das heißt, du würdest ihn wahrscheinlich nochmal kaufen, oder? Ich würde ihn nochmal kaufen. Man muss die Abstriche halt in Kauf nehmen, aber vom Preis-Leistungs-Verhältnis, von der Variabilität ist es auf jeden Fall top. Ganz ehrlich, der neue Fiat Ducato 8, ja, das kannst du nicht vergleichen. Der ist so viel leiser als der alte. Ich bin ihn ja gefahren, das ist schon fast PKW-mäßig. Ohne Witz, ja. Also ich bin da rein, ich habe den alten gefahren, den neuen gefahren, viel leiser. Am besten mal, wenn du dir vielleicht mal hier den Fahrzeugschlüssel geben lassen könntest und dann könntest du mal eine Probefahren machen hier in der Halle. Oder das In der Halle nicht, aber vielleicht draußen. Draußen. So, das Setup-Display, mach mal hier oben auf bitte, dass wir das mal ganz kurz sehen. Beleuchtung. Da ist drin und hier oben ist ein großes Staufach. Der ist schon ein bisschen anders wie deiner, oder? Jetzt Ja, das ist gleich. In das Staufach da oben, dieses, ich sage jetzt mal kleine, da passen 2 Motorradhelme rein. In das große geht eine komplette Gleitschirmausrüstung rein. Also die Staufächer sind riesig. Da will man auch dann kein Sonnendach, was einem irgendwie, ja, in anderen Fahrzeugen hat man ja hier drüber dann einfach nochmal ein riesengroßes Dachfenster oder sowas, was man aber wirklich nicht nutzen kann. Also die Staufächer sind hier schon super. So, vielen Dank, wir gehen raus, die Leute wollen rein. Dein Vorname? Olaf. Olaf aus? Aus Essen. Aus Essen. Olaf aus Essen hat dieses Fahrzeug. Es quietscht, zumindest mal 2 Jahre vorher, aber wir werden das mal testen. Ist es so, du kriegst das, was du bezahlst, das ist immer so. Aber der Möbelbau hat sich stark verbessert bei Weinsberg, muss man sagen. Also auch wenn irgendwas kommt, das Feedback als Händler, hast du eine Chance, du darfst das sagen als Händler? Ja, natürlich. Ich sehe es manchmal anders, wenn ich fahre. Ich bin es vielleicht aber auch gewohnt, dass ich weiß, dass ein Wohnmobil, dass Möbel arbeiten. Klar, wenn du jetzt daneben einen Phoenix hast mit einer ganz anderen Tonnage, hast du weniger Geräusch. Aber es ist auch wirklich eine Preisfrage. HRZ, ich kriege ja jetzt ein HRZ in Kürze, ja, ein 4x4 V6 Mercedes-Benz, ja, der letzte, der noch da ist. das Doppelte, was der Wagen hier kostet. Es kommt nicht hin. Also es ist weit über das Doppelte und dafür darf es dann auch nicht klappern. Aber es gibt Tricks, da mal bitte nachlesen. Er hat das eben schon mit Filz und allem drum und dran gemacht. Das hilft wirklich. Also man kann vieles entklappern. Das ist so. Ja, hast du völlig recht. Fazit bei dir? Mir wäre es tatsächlich vorne zu klein und das Bett wäre mir zu niedrig, aber wenn man viel mitnehmen will, dann ist es auf jeden Fall super. Eine riesen Garage mit drin, das stimmt. Also jeder soll da selber gucken, wie er klarkommt. Aber für Leute, die also viel, ich sag mal, Zuladung auch brauchen, ja, die haben ja ein tolles Auto. Das Maxi-Chassis geht bis 4,5. Du kannst das theoretisch sogar noch höher machen mit Komponenten wie Luftfederung oder eben andere Felgen, ja. So, wir können ja mal schauen, wie der ausgestattet ist, dass wir das sehen. Eine ganz kurze Frage, Zuladung hier bei dem hier, was haben wir hier? Gute Frage. Ich habe das Maxi-Chassis-Fahrwerk drin, was also bis 4,2 Tonnen funktionieren würde. Und was hast du an Zuladung? Effektiv, was denkst du? Also ich oder bist du nie auf der Waage? Ich habe 2 große Reiser-Enduros hinten drin stehen und habe es dann mit Sicherheit überladen. Also das, und habe ihn mit Sicherheit überladen, das ist schön. Warte mal, ich gucke mal gerade technische Daten, dass es drin ist. Also Gesamtlänge haben wir hier 636, Anhängelast, Radstand, Masse des 2990. Maximale Zuladung, da hast du es doch. 347. Ja, und der hat jetzt das kleine Fahrwerk, also nicht das Maxi-Chassis drin, das wiegt ja nochmal. Also rund 3 Tonnen bis 3,5. Also wenn wir den auf 4, 5 könntest du ihn auflassen mit Luftfeder. Ist Maxi. Du könntest mit Luftfeder sogar noch höher gehen, ja. So, das heißt, dann liegen wir bei 1,5 Tonnen ungefähr. Ja. Ich glaube, das langt dann auch, ja. So, dann natürlich C1E oder der neue Führerschein, der ja kommt, ja, die 4,25 Tonnen, da warten ja alle schon drauf, dass sie sagen, hey, am besten auch fahren mit 160, aber ich könnte wetten, wenn der kommt, die 4,25, dann darfst du auch nur 100 fahren. Das ist wahrscheinlich so. Ich glaube, so sieht's aus. Ja. Stefan Buhr, Wohnwagenvogt aus Saarbrücken, ich danke dir herzlich. Ja, danke. Demnächst bei dir in Saarbrücken. Du bist einer der ganz großen Weinsberg-Händler. Das stimmt, ja. Danke. Kommt Tschüss. gern zu uns.